Willkommen zu meinem 5. YouTube-Video. Heute werde ich dieses wunderschöne Paket hier auspacken und euch ein Cartier Love Armband, welches nicht echt ist, zeigen. Wir werden gleich mal schauen, woran man erkennen kann, ob es sich um Original Cartier oder eben nicht um Original Cartier, sondern um einen Fake handelt. So, dann werde ich erstmal das Schleifchen entfernen. Diese Papierhülle habe ich bei einem Original auch noch nie gesehen. So sieht die Dose aus, von außen. Und darin die Box mit dem Armband. Jetzt bin ich leider kein Experte für Kartons und Schleifen und derartiges Material, sondern eher für den Schmuck. Aber ich will trotzdem mal hier bei der Schleife anfangen. Zum Vergleich habe ich hier eine definitiv originale Schleife. Habe ich eigentlich auch noch ein paar mehr von. Wir werden diese mal nebeneinander legen, damit wir die Unterschiede genau sehen können. Also der Schriftzug ist nahezu identisch. Allerdings ist er beim Original Cartier-Band, das im Moment unten liegt, in weiß und bei der Fälschung in Goldfarben. Auch ist das Rot ein sehr dunkles Rot beim Originalband unten und bei dem nicht-originalen eher ein helleres Rot. Ich drehe das Band mal um, ob man von der anderen Seite einen Unterschied sehen kann. Nein, von hinten sind beide Bänder gleich. So, da hätten wir die Außenbox, die, wie ich finde, sehr gut gemacht ist. Die würde ich jetzt nicht als Fälschung erkennen. Zum Vergleich, hier rechts eine Originalbox. Es gibt einen leichten Farbunterschied, aber der ist nur sehr gering. Der Schriftzug ist identisch. Und die Größen und Abmessungen sind ebenfalls identisch. So, dann schauen wir uns den Außenkarton mal von innen an. Dazu nehmen wir die Ringbox mal raus. Ja, ganz normaler Deckel. Aber das Innenleben ist etwas anders. Hier unten ist Schaumstoff eingebaut, den man vielleicht rausholen kann. Ja, das geht tatsächlich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das vermisse ich beim Original. Das hat nämlich einen Grund. Hier vorne kann man die Box per Knopfdruck öffnen. Und wenn dieses kleine Schaumgummi da drin ist und man die Box dann da reinstellt, dann wird verhindert, dass die Box gegen den Karton hier unten stößt und sich von selbst öffnet. Ich will mal anhand dieses großen Cases demonstrieren, was passieren kann, wenn der Knopf einfach unten gegen den Karton stößt. Ja, na, der Vorführeffekt, da haben wir es schon, wie man sehen kann. Die Box geht auf von selbst. Warum? Weil der Deckel des Cases nach oben aufgeht.
und den Karton dann wegschiebt. Eigentlich ist das Case gut verschlossen, aber lässt sich eben leicht öffnen, wenn man den Knopf drückt. So, und wie man sieht, ist hier eine Mechanik drin, die das Case von selbst öffnet bei Knopfdruck. Also nochmal Case geschlossen, hinstellen, ja, und da geht es schon auf. Ja, wie man sieht, das möchte man nicht so gerne haben. Von daher die Idee mit dem Schaumstoff-Inlay hier eigentlich nicht schlecht. Aber gehört halt zum Fake-Armband. So, nachdem wir nun den Außenkarton uns angeschaut haben, schauen wir uns mal die beiden Ringboxen an. Rechts die Originalbox. Und hier der Fake. Auch hier können wir einen leichten farblichen Unterschied erkennen. Das Muster ist aber bei beiden, ja, würde ich sagen, identisch. Kann ich jetzt keine großen Unterschiede erkennen. Auch die Frontseite mit dem Druckknopf sieht identisch aus. Ja, beide Cases gehen auf. Schauen wir uns mal den Schriftzug im Innern an. Bei der nicht originalen Box kann man den Deckel nicht so schön aufklappen wie hier bei der originalen Box. Deswegen muss ich die Box mal etwas schräg halten, damit man den Schriftzug ebenfalls hier sehen kann. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Also ich kann jetzt hier keinen Unterschied feststellen zwischen den beiden Schriftzügen auf der Innenseite. Das Inlay ist hier etwas anders aufgebaut. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier könnte man eigentlich ein Collier einhängen, dafür diese beiden Einbuchtungen hier. Können wir mal kurz ausprobieren mit dem Kettchen. Das hier einhaken. Auf der anderen Seite einhaken. Ja. So. Dann sieht das Ganze schon ganz schön aus. Ist aber im Original anders, weil das originale Case für dieses Armband ist jenes hier. Mal ein bisschen rauszoomen, weil das viel größer ist als die beiden anderen, die wir da stehen haben. Auf der rechten Seite dieses hier nämlich ist ein Ringcase. Und diese große Box ist die Originalbox, die eigentlich zu diesem Armband gehören sollte. Lässt sich auch per Knopfdruck öffnen. Schön der Cartier-Schriftzug zu erkennen. Wir haben hier einmal ein Band und auf der anderen Seite ein Band, wo man das Armband dann später einklemmen kann. So würde das dann aussehen. Armband ist fest in der Box verankert. Und wenn ich das Ganze jetzt so sehen würde, auf einem Foto, würde ich das Armband für original halten. Natürlich, spätestens wenn ich das Armband in der Hand halte, stelle ich fest, dass es eben nur ein Fake ist.
Warum? Das möchte ich jetzt gleich mal demonstrieren. Da ihr das ja nicht in der Hand halten könnt, machen wir wieder den berühmten Waagentest. Also sobald man es in der Hand hält, merkt man schon, dass es für Gold ziemlich leicht ist, wenn man ein wenig Erfahrung hat. Die Waage wird das Ganze bestätigen. Ich lege das Armband mal hier drauf und da zeigt mir die Waage 1,68 Gramm an. Ich habe jetzt leider kein Originalarmband hier, aber ich weiß, dass das Originalarmband ca. 4,4 Gramm wiegt. Und da wir hier nur 1,68 Gramm haben, stimmt das schon mal definitiv nicht überein. Hier muss ich sagen, die Gravur sieht auffällig gut aus. Der Schriftzug ist perfekt nachgemacht. Das Armband ist mit AU 750 gestempelt, was auf 18-karätiges Gold hindeutet, was wir aber schon geklärt haben durch den Waagentest, dass das nicht stimmen kann. Ansonsten kann man auch einen Säuretest machen, aber ich befürchte, dass dieser Fake den Säuretest nicht überleben wird. Ich hoffe, man kann den Schriftzug hier sehr gut erkennen. Was aber definitiv fehlt, ist die Seriennummer. Ich habe dieses Fake-Armband auf eBay erworben. Auch ich als Profi kann auf solche Sachen reinfallen. Da ich nur Fotos vom Armband gesehen habe, konnte ich über die Fotos nicht erkennen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Glücklicherweise habe ich mit PayPal bezahlt und den Betrag erstattet bekommen. Der Verkäufer wollte das schöne Schmuckstück nicht zurückhaben, da die Versandkosten wahrscheinlich höher sind als dieses Fake-Teil im Einkauf neu kostet. Ich kann auch nicht sagen, aus welchem Material das ist. Ich würde mal auf Plastik tippen. So fühlt es sich jedenfalls an. Ich hoffe, ihr fallt nicht auch auf so einen Mist rein. Wenn ihr sowas kauft, am besten immer mit PayPal bezahlen oder mit einem sicheren Treuhänder dazwischen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass der Verkäufer von eBay ausgeschlossen wurde. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen Videos. Ihr könnt unseren Webshop auf www.markenschmuck-gebraucht.de besuchen und dort erhaltet ihr geprüfte Ware und ihr könnt euch sicher sein, dass dort keine Fakes verkauft werden. Bis bald und auf Wiedersehen.